Anfang des Jahres veröffentlichte Zenit die Chronomaster Sport mit Kaliber EP 3600, dem Abkömmling des legendären Chronographenwerks El Primero. Dank ihm bietet die Automatikuhr die Möglichkeit, Zehntelsekunden zu messen. Und das Zifferblattdesign mit den überlappenden Totalisatoren und den aufgesetzten Indexstrichen erinnert sofort an den klassischen Chronomaster von 1969. Das wirkt auch nach über 50 Jahren immer noch modern, besonders in Kombination mit der breiten Keramiklinette. Mehr dazu in diesem Video. In den 1960er Jahren konkurrierte Breitling zusammen mit Heuer mit Zenit um die Konstruktion des ersten automatischen Chronographenwerks. Am Ende gewann Zenit mit einem Vorsprung von knappen 2 Monaten. Das Ergebnis El Primero 400 war schon damals ein Schnellschwinger mit 36.000 Halbschwingungen pro Stunde. Also ganz ehrlich gesagt war bei der Chronomaster Sport wirklich ein Video nötig. Es sieht einfach so beeindruckend aus, wie der zentrale Sekundenzeiger innerhalb von 10 Sekunden das gesamte Zifferblatt umkreist. Kurz zur Erklärung. Auf der linken Seite sehen wir die permanente kleine Sekunde. In der Mitte darunter befindet sich der Minutenzähler, rechts darüber der Sekundenzähler des Chronographen. Und der lange Zeiger im Zentrum ist der Star des Zifferblatts, der 10-Sekundenzähler. Stunden- und Minutenzeiger sind klar, das Datum zwischen 4 und 5 ebenfalls. Das Gehäuse aus Edelstahl hat einen Durchmesser von 41 mm und verfügt über polierte und gebürstete Oberflächen. Die Krone wird verschraubt und ist von runden Chronographendrückern flankiert. Mit einer Wasserdichtigkeit von 10 bar, also 100 Metern, verdient sich dieser Chronomaster den Namenszusatz Sport. Die Lünette besteht aus Keramik und verfügt über eine Zehnerteilung mit je 10 Zwischenschritten. So besteht tatsächlich die Möglichkeit, Zehntelsekunden zu stoppen. Zum Teil liegt das an der hohen Frequenz der Unruh, dessen 36.000 Halbschwingungen in der Stunde sich zu 600 pro Minute oder eben 10 pro Sekunde umrechnen lassen. Damit macht der Sekundenzeiger 10 Minischrittchen pro Sekunde und durch die Skalierung der Anzeige in der Mitte wird dieses Feature erst so richtig sichtbar gemacht. Als netten Zusatzeffekt ist so ein Hochfrequenzwerk theoretisch auch genauer und stoßfester. Die Uhr jedoch ist nicht von der COSC zertifiziert und wurde von uns nicht auf Gangwerte getestet. Laut Zenit wird sie jedoch nach den Kriterien eines Chronometers einreguliert. Das Manufakturwerk El Primero 3600 ist auf der Rückseite durch einen Glasboden zu sehen und macht wirklich Freude. Das Schalt- bzw. Säulenrad wurde vergrößert und ist jetzt noch besser zu sehen. Durch den skelettierten Rotor mit ausgesägtem Logo ist der Blick auf die anderen Komponenten relativ ungestört. Die Räder und Platinen sind schlicht, aber wunderschön veredelt. Das Beste aber ist, dass es eben nicht nur dekorativ ist, sondern neben der bereits erwähnten Möglichkeit, Zehntelsekunden abzulesen, nun außerdem einen Sekundenstopp und die Verstellung von Datum und Zeigern bei den üblichen Kronenpositionen ermöglicht und damit auch Verbesserungen gegenüber dem El Primero 400 bietet. Die Chronographengruppe greift nicht mehr wie üblich am Sekundenrad, sondern direkt am Ankerrad. Unter anderem dadurch konnte die Anzahl an Bauteilen verringert werden, was der Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit des Uhrwerks zugutekommen dürfte. Wenn ihr euch für die Entstehungsgeschichte des El Primero interessiert, findet ihr einen weiterführenden Link zu armbanduhren-online.de in der Videobeschreibung. Was beim Kaliber EP 3600 allerdings verloren gegangen ist, ist die Möglichkeit, auch Stunden zu stoppen. Um diesen Punkt mit einer Analogie zu beantworten, mit einer Feinwaage wiegt man keine LKWs. Und meiner Meinung nach gibt es lediglich beim Gliederband aus Edelstahl etwas Nachholbedarf. Denn die größeren Gliedelemente in der Mittelreihe sind vollends poliert und damit etwas kratzempfindlich. Die Schließe ist etwas schwergängig. Cool ist zwar der Sicherheitsüberwurf, der mit dem Zenit-Stern verziert wurde, das gebürstete Metall darunter wirkt aber etwas unpassend. Mit 5 vorgebohrten Löchern gibt es immerhin so etwas wie eine Feinverstellung. Leider ist diese nicht werkzeuglos zu bedienen, dafür braucht man schon einen Zahnstocher. Bei all diesen Kritikpunkten sprechen wir allerdings von Meckern auf hohem Niveau. Denn das Band ist natürlich trotzdem top verarbeitet und nachdem wir das Werk angeschaut haben, welches für mich eines der Highlights dieses Jahres ist, sind die Ansprüche an die Ingenieurleistung der Entwickler etwas gewachsen.
Für 9.700 € hätte ich mir eine Feinverstellung per Knopfdruck gewünscht, ebenso ein Schnellwechselsystem am Armband. Die Chronomaster Sport gibt es aber für 500 € weniger auch am Textilband und mir persönlich würde sie noch besser an einem schönen Lederarmband gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.